Diese Woche nehmen wir euch mit auf den Selketalstieg, der sich mit seiner Länge von 75 Kilometer über den östlichen Harzrand erstreckt. Mit dem Startpunkt in Stiege und dem Ziel in Quedlinburg orientiert sich der Wegverlauf am gleichnamigen Fluss und dem Streckenverlauf der Selketalbahn, der ihr sicher das ein oder andere Mal beim Wandern dieser Route begegnen werdet. Die gesamte Strecke vom Selketalstieg verläuft übrigens durch Natur- und/oder Vogelschutzgebiete. Die Drohne könnt ihr also getrost zu Hause lassen. Von Stiege aus geht es erstmal eine ganze Weile an der Bahnschiene entlang. Und nach nur knapp 2 Kilometern kann man schon einen kleinen Umweg einschlagen, um die Stempelstelle 55 mitzunehmen. Wir streifen Friedrichshöhe, sammeln den ersten Stempel, der direkt am Wegesrand liegt, und folgen der Selke bis zur Selketalköte. Bevor wir da allerdings ankommen, führt sie uns noch durch Güntersberge. Dort schlagen wir dann noch einen kleinen Umweg ein, damit wir die Stempelstelle Nummer 173 nicht verpassen. Und dann sind wir noch ein bisschen übermütig geworden, weswegen wir viele Kilometer in der Dunkelheit zurücklegen mussten. Nur um unser eigentliches Ziel dann doch nicht zu erreichen. Aber irgendwie war auch das wunderschön. Am nächsten Tag ging es für uns dann erstmal in Richtung Alexisbad. Dort angekommen kann man die Verlobungsurne schon von weitem sehen. Meiner Meinung nach wird der Selketalstieg erst ab hier richtig schön. Und das fängt schon mit dem Aufstieg zur Verlobungsurne an. Oben angekommen sollte man dann erstmal eine Pause einlegen, um die unglaubliche Aussicht zu genießen. Und wenn man Glück hat, sieht man vielleicht sogar eine Selketalbahn vorbeifahren. Wir befinden uns jetzt auf jeden Fall auf meinem Lieblingsabschnitt des Weges. Besonders im Herbst ist es hier wunderschön, aber seht selbst. Und abgesehen davon kommt man an vielen coolen Orten vorbei. Es geht über schmale Holzbrücken, man läuft durch den Pioniertunnel, hat immer mal die Chance, die Selketalbahn von weit oben zu beobachten, und auch sonst ist man auf ziemlich coolen Wegen unterwegs, bis man zur Köthener Hütte kommt, wo auch der nächste Stempel auf uns wartet. Es geht vorbei am Alexiuskreuz, welches übrigens erst seit 1995 wieder an Ort und Stelle steht, nachdem es 1945 im Zweiten Weltkrieg versenkt wurde. Dann geht's noch an der Mägdetrappe vorbei, bevor wir in den Ort Mägdesprung absteigen. Der Ort selber war sicher mal schön, heutzutage ist aber so ziemlich alles einfach nur verfallen. Der Weg bis zur Stempelstelle 179 Friedrichshammer ist dann noch ziemlich schön und kann sich sehr sehen lassen. Danach wird's dann aber weniger spektakulär. Bis zur Stempelstelle Nummer 203 am Mettenberg geht es eigentlich nur auf ebenen Wegen gediegen voran. Dafür geht es danach dann wieder etwas steiler bergauf zur Burg Falkenstein, die man sich wahrscheinlich auch ansehen sollte. Allerdings war ich noch nicht drin, denn das letzte Mal war sie wegen Renovierungsarbeiten geschlossen.
Anschließend geht's leider genau den gleichen Weg, den man hochgegangen ist, wieder runter und in Richtung Maisdorf. Vorbei am Mausoleum und den super gruseligen Holzfiguren. Von Maisdorf aus geht's dann relativ schnell zur Stempelstelle Nummer 180, den alten Kohlenschacht. Wer ein paar Meter Umweg nicht scheut, kann auch die Stempelstelle 199, den Bismarckturm, noch mitnehmen. Dann geht's am Rand vom Ballenstedt entlang, durch die Schlossanlage und hier kann man wieder ein paar Meter Umweg in Kauf nehmen, um die Stempelstelle 181 mitzunehmen, Forstmeister Tanne. Wenn man Ballenstedt hinter sich gelassen hat, dann läuft man viel auf dem R1 und man kann unter anderem die Roseburg, wo ich schon mal einen Reel zugemacht habe, aus der Ferne erkennen. Kurz vorm Osterteich kreuzt man die Gleise dann wieder mit der Harzer Schmalspurbahn. Der Osterteich ist übrigens im Sommer ein beliebter Badeort. Auch Lost Place-Liebhaber kommen auf dem Selketalstieg auf ihre Kosten. Nachdem wir durch Mägdesprung durch sind, wo schon einiges verfallen war, kommen wir jetzt am Ferienheim Fritz Heckert vorbei. Das 1954 erbaute Gebäude steht unter Denkmalschutz und verfällt leider zusehends. Das hier war echt mal eine Vorzeigeanlage. Ich kenne das Gelände übrigens nur als komplett eingezäunt. Als wir das letzte Mal dran vorbeigegangen sind, stand aber alles offen und der Zaun war weg. Kurz darauf queren wir eine Straße und es geht bergauf zum Försterblick Gernrode. Von da oben müssen wir dann erstmal absteigen ins Hagental, nur um auf der anderen Seite des Hagentals wieder bergauf zu gehen. Wer wieder bereit ist, einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen, könnte noch den Preußenturm mitnehmen. Ansonsten führt uns der Weg hinab nach Bad Soderode, vorbei am Calcium-Sohle-Heilbad, welches leider schon seit Jahren geschlossen ist. Bei meiner ersten Wanderung auf dem Selketalstieg hat mir dieser Abschnitt des Weges übrigens gar nicht gefallen. Ab Gernrode fand ich den Weg einfach nur langweilig, teerlastig und es gab auch nichts Schönes zu sehen. Jetzt, wo wir den Weg nochmal im Frühjahr gegangen sind, habe ich meine Meinung aber geändert, wegen der ganzen schönen bunten Blüten am Wegesrand. Hat man Quedlinburg erstmal erreicht, geht's mit großen Schritten auf dem wunderschönen Stadtpark Brühl zu. Wenn man Quedlinburg noch nicht kennt, sollte man sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit nehmen und die Gegend erkunden. Hier gibt es nämlich jede Menge mehr zu sehen als nur den Endpunkt des Selketalstiegs in der Abenddämmerung. Danke, dass ihr uns wieder ein Stück begleitet habt auf unserer Reise Schritt für Schritt durch Deutschland.